ich habe versagt. Wenn ihr wissen wollt, wie ich versagt habe und ob ich die Kohlen aus dem Feuer geholt habe, dann schaut euch das Video an. Das ist Teil 2 von einem Beauty-Shooting. Teil 1 verlinke ich euch hier oben, könnt ihr euch gerne im Nachhinein angucken, die sind unabhängig voneinander. Viel Spaß beim Video und schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr das auch schon kennt, dass ihr beim Shooting nicht das abgeliefert habt, was ihr wolltet und wie ihr es geschafft habt, dass es doch gut geworden ist oder ob es gar nicht gut geworden ist. Über Tipps würde ich mich freuen. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und weiter geht's mit der Lichtsetzung. Die Niki, die hat einen wunderbar dramatischen Make-up-Look für die beiden gewählt und entsprechend muss natürlich auch die Lichtsetzung erfolgen. Deswegen habe ich mich entschieden, den Blitz, so wie er ist, nur mit dem Standardreflektor zu verwenden. Ich habe ihn so positioniert, dass er ein bisschen nach oben und zum Teil seitlich, manchmal auch gerade über dem Modell positioniert war. Ich habe unten drunter einen Reflektor dem Modell auf den Schoß gegeben, um die Schatten aufzuhellen, weil es ja sehr kontrastreiche, starke Schatten ergibt. Ihr könnt auch in dem eingeblendeten Video sehen, wie der ungefähr positioniert war. Und genau, ich stand halt und habe dann frontal geshootet. Und nun geht's gleich los mit Model Nummer 1. Model Nummer 1 ist die liebe Anastasia. Anastasia ist extrem gut im Posen. Das werdet ihr jetzt gleich sehen bei den Ergebnissen. Deswegen werde ich gar nicht lange reden, sondern die euch einfach mit einblenden. Grundsätzlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, achtet immer darauf, dass das Licht nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist. Ihr kennt es daran, wenn es zu hoch ist, dass die Waschbärschatten unter den Augen entstehen. Und jetzt folgen die Ergebnisse. Viel Spaß! Bevor ich es vergesse, wir haben auch Fotos gemacht ohne das Produkt. Davon fehlen mir leider die Behind the Scenes. Aber ich blende euch die Bilder einfach zwischendurch ein. Aber im Endeffekt ist es alles dasselbe. Nur das Produkt war zur Seite gelegt. Und jetzt kommt der Teil, wo ich beichten muss. Ja, was soll ich sagen? Das, was ihr gerade seht, war nicht geplant, sondern wir wollten eigentlich Wasserreflexe auf das Gesicht zaubern. Wir haben alles versucht. Ich habe eine Auflaufform mit Wasser, also eine durchsichtige natürlich genommen und von oben das Licht reinschallen lassen. Wir haben es versucht seitlich zu machen. Wir haben es versucht mit einer Alufolie. Ich habe wirklich alles versucht, was mir eingefallen ist, aber die waren nicht zu sehen im Gesicht. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe es nicht hingekriegt. Vielleicht könnt ihr mir da ja irgendwelche Tipps nochmal in die Kommentare schreiben. Ja, und dann habe ich gedacht, ich hatte aber versprochen, dass wir was Kreatives machen. Also, Plan B. Plan B war, wir holen den Nudelsieb raus und machen Schattenspiele. Ich zeige euch jetzt die Ergebnisse. Ich denke mal, so schlecht sind die gar nicht als Plan B. Aber es war trotzdem, ich habe mich natürlich geärgert, weil wir wollten was anderes machen. Und ich war mir sicher, ich kriege es hin. Und dann habe ich es nicht hingekriegt. Und wie ihr hier sehen könnt, war ich in der Küche und habe alle möglichen Utensilien geholt, um zu gucken, welche denn ein schönes Schattenspiel ergeben. Und dann haben wir uns entschieden für die Küchenreibe. Und ja, jetzt seht ihr noch die Ergebnisse mit der Küchenreibe. Also probiert immer alles aus, was ihr seht. Und ja, häufig gibt es schöne Ergebnisse, würde ich sagen. So, und Model Nummer 1 ist fertig und jetzt wechseln wir zu Shanzo. Lichtsetzung bleibt alles dasselbe, der Ablauf auch. Zuerst Make-up, dann kreativer Teil und deswegen höre ich jetzt auch auf mit dem Sabbeln und blende euch die Ergebnisse ein. Viel Spaß!
hier sehen könnt, war der erneute Versuch von Tanja, hey, werden wir kreativ. Wie ihr an dem nicht mehr vorhandenen Tageslicht erkennen könnt, war es mittlerweile schon Abend und ich habe nicht viel nachgedacht, weil sonst wäre mir eingefallen, dass das mit einem Licht nicht so gut funktioniert, weil die Farbfolie die Schatten einfärbt, beziehungsweise hier das Hauptlicht, das heißt einfach, alles ist blau. Das gibt kein schönes Ergebnis. Ich hätte noch ein zweites Licht gebraucht, was ich als Hauptlicht benutze und dann, um die Schatten einzufärben, das blaue Licht. Ich habe aber auch keine zweite Videoleuchte und ja, mir ist es auch in dem Moment einfach nicht eingefallen. Wir sind alles nur Menschen, deswegen lasse ich das drin und zeige es euch. Und ja, weil ich dann einfach dachte, nee, das sieht nicht schön aus, habe ich dann mangels weiterer Ideen am Abend das Set von Anastasia benutzt und hier sind die Ergebnisse. Und im Anschluss verlinke ich euch noch ein paar Videos für die, die es noch nicht gesehen haben und die es wissen möchten. Das Video, wie ich zur Fotografie gekommen bin und dann nochmal ein Video, wo ich Outdoor-Shootings betreibe, damit ihr mich auch mal in einer anderen Umgebung seht als nur im Studio. Und ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche. Liebe Grüße gehen raus.